Ein herzliches Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es tut doch immer wieder gut, die zukünftige Bundeskanzlerin unseres schönen Landes zu hören. Diese Klarheit und Wahrheit in der Aussprache, die ist einzigartig, liebe Freunde. Und ich möchte meine kurze Rede mit einer Frage beginnen. Wissen Sie, was eine Kakistokratie ist? Eine Kakistokratie bezeichnet in der Politikwissenschaft die Herrschaft der Schlechtesten. Und diese Ampelkoalition, die wir derzeit in Berlin haben, liebe Freunde, das ist nicht nur die schlechteste, es ist die gefährlichste und schädlichste Regierung, die unser Land jemals hatte. Und es ist die Aufgabe der AfD, diesen historischen Irrtum ein für alle Mal zu korrigieren. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was wir hier erleben, ist so ziemlich das Irrste, was einem als Bürger eines Landes passieren kann. Und bitte täuschen Sie sich nicht, die da oben sind nicht nur intellektuell minder bemittelt oder intellektuelle Minderleister. Sie sind darüber hinaus, und das macht sie so extrem gefährlich, hochgradig ideologisch verblendet. Ideologisch Verblendete, die nehmen die Realität nicht mehr wahr. Denn es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das sehen wir in allen Politikfeldern, insbesondere auch im Bereich der inneren Sicherheit. Das, was ich hier bei der derzeitigen Innenministerin Nancy Faeser an Realitätsverweigerung zur Kenntnis nehmen muss, übersteigt jedes Maß des Erträglichen. Diese Frau tut genau das Gegenteil von dem, wofür sie eigentlich gewählt worden ist, nämlich für Schutz und Sicherheit unserer Bürger zu sorgen. Und wer den Auftrag nicht umsetzt, der hat im Amt des Bundesinnenministers nichts zu suchen, liebe Freunde. Zur Sicherheitslage komme ich gleich, aber ich möchte eins vorwegnehmen, weil es mir einfach ein Bedürfnis ist, angesichts der aktuellen Migrationsdiskussion auf einen Hauptkritikpunkt, der gegen die AfD immer vorgebracht wird, einzugehen. Sie alle hören Land auf, Land ab. Die AfD hätte ja auf komplexe Fragen nur einfache Antworten. Die AfD könne eigentlich gar nicht die Probleme unseres Landes lösen, weil ihr dafür die notwendige Fachkompetenz fehle. Und wenn ich diese Dinge höre, dann nehme ich fast schon amüsiert zur Kenntnis, dass das, was die CDU/CSU jetzt in der laufenden Migrationsdebatte fordert, nämlich konsequente, rigorose Abschiebungen, konsequente Grenzschutz mit Zurückweisung aller illegal dort Aufschlagender, egal ob sie Asyl sagen oder nicht. Das sind alles Forderungen unserer AfD. Wir haben das seit 2015 gefordert und seit 2017 im Deutschen Bundestag. Halten Sie sich lieber an das Original, anstatt auf eine Kopie zu setzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und so schlecht können die Lösungen ja dann wohl nicht gewesen sein, wenn jetzt plötzlich 1:1 die auch von der Union übernommen werden. Wissen Sie, das ist genau der springende Punkt. Die uns in Abrede gestellte Lösungskompetenz, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Wir sind kompetenter wie alle anderen Parteien, im Übrigen inklusive des BSW. Warum? Weil wir alle aus der Mitte der Gesellschaft kommen, weil wir alle unsere Berufsausbildung gemacht haben, weil wir alle wissen, wo die wirklichen Probleme liegen und wie man sie zu lösen hat. Also wer ernsthaft bestreitet, dass ein Polizeihauptkommissar nicht in der Lage wäre, die innere Sicherheit besser wiederherzustellen bzw. für innere Sicherheit und den Schutz der eigenen Bürger zu sorgen, als eine Möchtegern-Juristin wie Frau Nancy Faeser,
liebe Freunde, der hat vollkommen den Bezug zur Realität verloren. Dieses Land braucht endlich einen Innenminister von der Alternative für Deutschland. Und das Problem ist doch schlicht und ergreifend, dass wir es nicht mehr nur mit einer Erosion der inneren Sicherheit zu tun haben. Unsere innere Sicherheit, unser Schutz, der wird regelrecht zerstört. Und diese Zerstörung, die wird billigend in Kauf genommen aus ideologischen Gründen, weil man einfach die Gegenseite einfach ein Weltbild hat, bei dem Vielfalt das zentrale Element darstellt und dem nichts entgegenstehen darf. Und auch keine Polizeistatistik. Und das ist das Problem in unserem Land. Und ich will Ihnen jetzt mal ein paar Zahlen nennen, dass Sie wissen, wie die Sicherheit wirklich an die Wand gefahren wird. Wir haben im Bereich des islamistischen Terrors neu eingeleitete Ermittlungsverfahren im Jahr 2023 durch den Generalbundesanwalt insgesamt 476. Das entspricht zum Vorjahr mehr als einer Verdoppelung, da waren es nur 236. Demgegenüber zu diesen 476 islamistischen Terrorverfahren stehen lediglich 29 rechtsextremistische Terrorverfahren. Wir haben Ende 2023 in unserem Land 483 islamistische Gefährder gehabt. Gefährder sind Personen, bei denen die Sicherheitsbehörden nicht mehr die Frage stellen, ob die einen Terroranschlag begehen, sondern nur noch wann. Und demgegenüber standen Ende 23 76 rechtsextremistische Gefährder. Und trotzdem ist die Innenministerin nicht in der Lage, diesen klaren Fakt zu benennen, dass nämlich nicht der Rechtsextremismus die größte Sicherheitsgefahr darstellt, sondern der islamistische Terror. Und eine Innenministerin, die dazu nicht in der Lage ist, die müssen wir so schnell wie möglich aus ihrem Amt entfernen, liebe Freunde. Ich habe dieses Argument auch deshalb nie verstanden, weil die Gefährdungslage außerhalb dieser Zahlen auch immer eine klare Sprache gesprochen hat. Sie erinnern sich vielleicht alle noch an den vereitelten Rizin-Anschlag 2015 in Köln. Damals hat ein einziges islamistisches Pärchen, man muss das immer wieder in Erinnerung rufen, sogenannte Rizinsamen gekauft, um sie in einen biologischen Kampfstoff umzuwandeln. Ein Teil war schon in einen biologischen Kampfstoff umgewandelt und dieses einzelne islamistische Pärchen wollte diesen Kampfstoff dann mittels schmutziger Bombe in der Bevölkerung ausbringen. Und der BKA-Gutachter im Verfahren hat dann auf Befragen des Richters die tatsächliche Gefahrenlage dargestellt. Im Worst-Case-Fall hätten wir, wenn die also ihre gesamten Samen sozusagen in eine biologische Waffe umgebaut hätten und das dann entsprechend zur Explosion gebracht hätten, hätten wir 13.500 Tote und nochmal 13.500 Verletzte. Also in Summe 27.000 Opfer zu beklagen gehabt. Das ist die Dimension des islamistischen Terrors, von dem wir hier reden. Und deshalb bleibt es dabei, der islamistische Terror ist die größte Sicherheitsgefahr. Wir müssen in diesem Land endlich aufhören, mit dem Islamismus zu kuscheln. Der Islamismus braucht eine harte und klare Antwort und die gibt es nur mit der Alternative für Deutschland. Wenn Sie sich anschauen, wie die Innenministerin gedenkt, islamistischen Terror zu bekämpfen, dann können Sie als durchschnittlich intelligenter Mensch nur mit dem Kopf schütteln. Warum? Sie haben sicher mitbekommen, was in dem Sicherheitspaket alles drin ist. Man setzt unter anderem auf Messerverbote. Und zwar allgemeine Messerverbote. Jegliches Messer, egal welche Klingenlänge,
die sollen jetzt entsprechend ausgeweitet werden und dann hofft man, den islamistischen Terror in den Griff zu bekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will es mal so plastisch darstellen, dass es wirklich jeder kapiert. Wenn in einer Gaststätte der Gastwirt von einem Gast mit einer Flasche angegriffen wird, dann verbietet der nicht die Flaschen in seiner Gaststätte, dann schmeißt er den Gast raus. Und genauso müssen wir hier in Deutschland auch verfahren, liebe Freunde. Wir müssen nämlich, wer für diesen islamistischen Terror verantwortlich ist, wir wissen, dass wir in unserem Land islamistische Parallelstrukturen haben, dass die durch eine völlig verfehlte Migrationspolitik immer mehr verstärkt werden und dass dieses Problem jetzt endlich auch einer Lösung zugeführt werden muss. Und Sie sehen das ja auch, wenn ich jetzt mal vom Islamismus weggehe und mir mal die allgemeine Kriminalitätslage anschaue, dass die Messerkriminalität im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei um 32% angestiegen ist. Wir haben nach offiziellen Zahlen ca. 14.000, etwas unter 14.000 Messerangriffe im Jahr. Wir müssen News, Sie werden es kennen, das Nachrichtenportal, dankbar sein, dass die Einzelanfragen bei den Ländern zu den Messerangriffen gemacht haben. Dort kam nämlich eine ganz andere, eine viel höhere Zahl heraus, nämlich insgesamt über 26.000, fast das Doppelte an tatsächlichen Messerangriffen pro Tag. Das bedeutet, dass wir ca. 71 pro Jahr, das bedeutet, dass wir pro Tag ca. 71 Messerangriffe in unserem Land zu verbuchen haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das bedeutet, wenn Sie es auf die Minuten runterbrechen, circa alle 20 Minuten ein Messerangriff. Das sind Zustände, die sind völlig inakzeptabel. Diese Zustände sind von den Altparteien herbeigeführt worden und deshalb können die niemals eine Option sein, wenn es darum geht, Deutschland wieder sicher zu machen. Im Übrigen, auch diese Messerangriffe kriegen Sie mit den Messerverbotszonen nicht in den Griff, weil das Problem einfach ist, dass wir bestimmte Personengruppen in unser Land gelassen haben, die gänzlich anders sozialisiert sind wie wir. Die haben einen völlig anderen Ehrbegriff und zur Verteidigung ihrer Ehre setzen die eben auch Messer ein. Da können Sie so viel sozialisieren oder entsprechend versuchen, diese Leute davon abzubringen, wie sie wollen. Die Integration klappt dort nicht, weil die schon zu Ende sozialisiert sind. Da wird kein Piktogramm und keine Gesetzesverschärfung etwas helfen. Diese Leute werden weitermachen wie bisher und deshalb müssen wir uns um diese Tätergruppen kümmern, anstatt die gesamte Bevölkerung Messerverboten zu unterziehen. Das ist der völlig falsche Weg. Das hat mit zielführend überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und gestatten Sie mir bitte noch, dass ich auf die Bahnhöfe und Züge eingehe, auf die dortige Sicherheitslage, weil die sich mittlerweile auch exorbitant verschlechtert hat. Warum will ich speziell ansprechen? Weil die Ampelregierung sie ja genau in öffentliche Verkehrsmittel zwingen will. Die sagt ja, Ihr Verbrenner hat viel zu viel CO2-Ausstoß, bitte verzichten Sie auf den Verbrenner, gehen Sie in den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr. Das ist wesentlich umweltschonender. Nun, das mag so sein, dass das wesentlich umweltschonender ist, aber für Sie ist es wesentlich gefährlicher, mit dem Zug zu reisen, was Gewalttaten angeht, als mit Ihrem eigenen Auto. Wir haben mittlerweile 70 Gewalttaten an Bahnhöfen und in Zügen pro Tag. Die Quote ist ähnlich hoch wie bei den Messerdelikten. Ich rede von Gewalttaten, ich rede nicht von Straftaten allgemein. Nur die Gewalttaten an Bahnhöfen und Zügen haben dieses Ausmaß erreicht. Und da müssen wir uns ja schon mal darüber im Klaren sein, dass man hier
eine Politik betreibt, die ja geradezu hanebüchener Unsinn ist. Weil je mehr die Gewaltrate dort steigt, umso problematischer wird es natürlich auch für den, der tatsächlich denkt, er tut der Umwelt was Gutes, wenn er dann in den öffentlichen Personennah- oder Fernverkehr umsteigen will. Und wer da hofft, dass wir mit diesen Messerverboten irgendwelche Änderungen herbeiführen können, da muss ich Sie enttäuschen. Wenn Sie da wirklich was bewegen wollten, dann bräuchten Sie massenhaft Bundespolizei, um diese Verbote auch effektiv zu kontrollieren. Das will man auch überhaupt gar nicht. Selbst die Regierung spricht hier nur von Stichprobenkontrollen. Also selbst die Regierung weiß, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt ist. Und wissen Sie, ich sage es in aller Deutlichkeit, eine Regierung, die eure Sicherheitsinteressen so dermaßen nicht nur vernachlässigt, sondern geradezu negiert, die gegen eure Sicherheitsinteressen arbeitet. Eine solche Regierung, der müssen wir mit aller Konsequenz entgegentreten. Wo sind wir eigentlich hingekommen, dass dieser Staat seiner originären Aufgabe, nämlich Schutz und Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten, dermaßen vernachlässigt, liebe Freunde? Im Übrigen, kleiner Einschub, weil immer behauptet wird, wir würden mit unserem Klartext sozusagen die Regierung delegitimieren, wir würden sozusagen versuchen, hier auf unlautere Weise, fast schon aggressive Weise, die Regierung in ein schlechtes Licht zu stellen. Also ich will mal ganz ehrlich sein, ich halte die Vorgehensweise der Alternative für Deutschland angesichts des Ernstes der Lage noch für sehr, sehr angemessen. So Leute wie Lauterbach und Scholz, die wären vor 20 Jahren noch geteert und gefedert und aus ihren Ämtern gejagt worden. Und von daher sind wir doch recht zurückhaltend, was das angeht. Also man muss da immer die Kirche im Dorf lassen. Nicht wir delegitimieren irgendjemanden, sondern die Regierung delegitimiert sich durch ihre völlig verfehlte Politik in nahezu allen relevanten Zukunftsbereichen selbst. Und dass sie dazu, und jetzt komme ich zu dem Thema Demokratie, Meinungsfreiheit, weil es mir sehr wichtig ist, und weil es auch in meinen Zuständigkeitsbereich fällt. Wenn ich mir anschauen muss, welche Zustände wir mittlerweile erreicht haben, dass der Verfassungsschutz mittlerweile seit den Corona-Demonstrationen einen neuen Phänomenbereich beobachtet, den es vorher gar nicht gab, nämlich die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Es war unmittelbares Ergebnis der Corona-Demonstrationen 20 bis 22, weil man nämlich, und da kann ich exklusiv aus dem Deutschen Bundestag, aus dem Innenausschuss berichten, diese Demonstrationen mehrfach Thema im Innenausschuss waren und alle anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag, einschließlich CDU, CSU, hier versucht haben, krampfhaft einen Extremismusbezug herzustellen, natürlich den Rechtsextremismusbezug. Und die Aussagen aller Sicherheitschefs, also sprich Präsident BKA, Präsident BFV, Präsident Bundespolizei, war ganz klar, diese Demonstranten, die da auf der Straße sind in breiter Masse, die haben mit Extremismus nichts zu tun. Das ist die komplette Bandbreite unserer Bevölkerung von ganz links bis ganz rechts. Und ich war erschrocken, dass man trotzdem immer noch so getan hat, als wäre das etwas Verwerfliches. Die AfD-Bundestagsfraktion hat damals im Deutschen Bundestag gesagt, wir wissen gar nicht, was ihr habt.
Seid doch froh, dass die Bürger von ihrem grundgesetzlich verbrieften Recht Gebrauch machen. Seid doch froh, dass sie auf die Straße gehen, ihr Versammlungsrecht in Anspruch nehmen. Seid doch froh, dass sie ihr Meinungsfreiheitsrecht in Anspruch nehmen und der Regierung klar sagen, was sie kritisieren und dass sie das einfach nicht mehr haben wollen. Das ist doch gelebte Demokratie und das ist doch ein Zustand, den wir eigentlich alle wollen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die anderen Fraktionen sind bei ihrer Meinung geblieben, dass das ja höchstgradig problematisch wäre. Und seitdem gibt es, wie gesagt, diesen Phänomenbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Und Sie alle können selber nachschauen, was das Bundesamt für Verfassungsschutz unter diesem Phänomenbereich versteht. Und ich will es Ihnen jetzt einfach mal so rüber transportieren, dass man es versteht. Vielleicht auch leicht überspitzt, aber dadurch versteht man es besser. Wer heutzutage Kritik an der Regierung übt und diese mit entsprechendem Nachdruck, entsprechend pointiert, entsprechend überspitzt, dem wird heutzutage vom Verfassungsschutz unterstellt, dass es ihm überhaupt gar nicht um die Kritik an der Regierung ginge, sondern dass es sein Ziel sei, den Staat und seine Organe zu delegitimieren. Ein Verfassungsschutz, der so agiert, meine sehr verehrten Damen und Herren, der lässt sich als Regierungsschutz missbrauchen. Sowas hatten wir in der Vergangenheit schon mal, da nannte sich so etwas Staatsschutz und deshalb eine klare Aussage, sowas brauchen wir hier nicht, sowas wollen wir hier nicht. Die AfD in Regierungsverantwortung wird das sofort abstellen. Wir müssen einfach eines verstehen. Wir werden, die Alternative für Deutschland, auch im Deutschen Bundestag, wer die Plenarreden anschaut, wir werden dermaßen beleidigt, untergriffig angegangen, nur aus einem einzigen Grund, weil wir eure Stimme sind, weil eure Stimme diese Leute im Deutschen Bundestag stört, weil sie nämlich ihre eigene Ideologie durchsetzen wollen, auf Teufel komm raus, koste es, was es wolle. Und deshalb braucht es die Alternative für Deutschland nötiger denn je im Deutschen Bundestag. Wir verleihen eurer Stimme ein Gewicht, liebe Freunde. Und das Gute ist, dass der Bürger immer mehr versteht, auch wenn das vielleicht nicht zwingend in bestimmten Umfragewerten, vor allem im Westen, abgebildet wird, aber dass der Bürger immer mehr versteht, dass die Alternative in bestimmten Kernbereichen eine außergewöhnliche Kompetenz hat. Man hat eine Umfrage gemacht und nachgefragt, welche Partei hat denn Ihrer Meinung nach die größte Kompetenz bei der Extremismusbekämpfung? Und das Ergebnis war klar. Platz 1 AfD mit 36%. Auf Platz 2 erst die CDU mit 23%. Und es ist eine gute Nachricht, liebe Freunde. Es ist auch eine gute Nachricht, dass die jungen Wähler eben nicht links, grün, rot wählen, sondern sich zu großen Teilen für die Alternative für Deutschland entscheiden. Und ich will euch auch sagen, warum das so ist. Erstens schauen die sich nicht mehr die Tagesschau, auch nicht die Tagesthemen, auch nicht das Heute-Journal. Die schauen auf Social Media und da ist die Alternative für Deutschland weit vorne. Aber das hat nichts mit der großen Anzahl von Accounts zu tun, weil jetzt alle so tun, wenn die anderen Parteien mit Social Media nachziehen, dann könnten sie uns aufhalten. Nein, liebe Freunde, wir sind deshalb auf Social Media so erfolgreich, weil wir einfach im Sinne der Bürger agieren, weil wir die einzig verbliebene Stimme der Vernunft sind und unsere Jugend in den Schulen, auf den Straßen jeden Tag diesen Wahnsinn ausbaden muss, der durch diese völlig verheerende Migrationspolitik angestellt wird. Und deshalb ist die Zukunft blau, liebe Freunde.
Ich will zum Schluss kommen. Wir wollen ja noch eine Fragerunde entsprechend gestalten, auf die ich mich jetzt schon sehr freue. Wir müssen dort, wo noch nicht geschehen, den Leuten einfach klar machen, sagen Sie ihnen einfach, die sollen unsere Bundestagsreden anschauen. Schon unsere Bundestagsreden, egal in welchem Bereich, vom Kollege Bernhard meine, aber es gibt ja x andere Bereiche, sehr gute Kollegen, die andere Politikbereiche bespielen, die sind absolut überzeugend, vor allem in der Gegenüberstellung von Reden der Altparteien. Bei der CDU sehen Sie sehr gut, dass die CDU uns komplett kopiert. Bei den anderen Parteien, Grüne, Linke, SPD, sehen Sie sehr gut, dass die nur so tun, als hätten sie das Problem der illegalen Massenmigration erkannt und als würden sie es lösen wollen. Und ich will Ihnen eins ganz klar sagen, die Innenministerin täuscht hier falsche Tatsachen vor. Sie erweckt jetzt den Eindruck, durch die von ihr angeordneten Grenzkontrollen würde die illegale Massenmigration massiv eingeschränkt werden können. Gibt aber selber zu, dass weiterhin jeder, der das Wort Asyl sagt, nach Deutschland kommen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was die Innenministerin hier vorhat, das hat sie ja selber auch gesagt, sie will im Kern nur sogenannte Dublin-Fälle rücküberstellen. Dublin-Fälle sind Fälle, bei denen der Asylantrag bereits in einem anderen europäischen Land gestellt worden ist. Mal abgesehen davon, dass wir ein komplettes Vollzugsdefizit in diesem Bereich haben. Wir hatten im Jahr 2023 50.000 dieser Dublin-Fälle. Wenn Sie die jetzt zurückschieben wollen, also nach Fesers Auffassung erst mal reinlassen, erst mal prüfen, wer ist zuständig und dann zurückführen in dieses EU-Land. Dafür brauchen Sie Abschiebehaftplätze. 50.000 Fälle, wissen Sie, wie viele Abschiebehaftplätze wir aktuell in Deutschland haben? Insgesamt 800. Wissen Sie, wie viele davon einsatzbereit sind? 400. 50.000 ist in keinster Weise zu bewerkstelligen. Das, was die Ihnen erzählt, ist gelinde gesagt ein reines Märchen. Ich will es deutlicher ausdrücken. Diese Frau lügt sie bewusst und gewollt an, weil sie nämlich in der Diskussion vor 2 Monaten noch, da hat die AfD sie im Deutschen Bundestag gestellt und hat gesagt, ordnen Sie endlich Grenzkontrollen mit Zurückweisungen an. Und sie hat damals noch klar artikuliert, Herr Hess, Grenzkontrollen bringen doch gar nichts, weil jeder, der Asyl sagt, reinkommt. Sie weiß also ganz genau, dass sie mit der Art von Grenzkontrollen, die sie jetzt durchführt, überhaupt gar nichts an der illegalen Massenmigration ändert. Und solche schändlichen Lügner, die gehören nicht nur nicht in unsere Regierung, die gehören nicht mal mehr in unsere Parlamente, liebe Freunde. Und ich will zum Abschluss, weil es mir ein Bedürfnis ist, weil wir immer wieder, und ich weiß, ihr werdet es von mir schon gehört haben, aber ich will es immer wieder wiederholen, weil die Gegenseite immer uns in eine Ecke stellt, in die wir nicht hingehören. Wir sind keine Fremdenfeinde und wir sind keine Rassisten. Warum? Weil unsere Migrationspolitik ganz eindeutig ist. Wer legal in unser Land kommt, wer die Ärmel hochkrempelt, wer mit eigener Hände Arbeit sich hier eine Existenz aufbaut und Steuern zahlt, wer sich selbst und seine Liebsten zu wertvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft macht, wer entsprechend ein Gewinn für unsere Gesellschaft ist, gegen diese Menschen hat niemand etwas. Die waren, sind und werden in Deutschland immer herzlich willkommen sein. Aber was wir nicht akzeptieren, ist eine illegale Massenmigration überwiegend in unsere Sozialsysteme, sind die wahnsinnigen Nachteile für unsere innere Sicherheit. Dort wandert ein nicht unerheblicher Teil von islamistischen Terroristen ein. Wir sehen, wie die Zahlen explodiert sind in Deutschland. Dort wandert eine sehr große Zahl an Gewaltverbrechern in unser Land ein. Und vor allem wandern dort Leute in großer Zahl ein, die so sozialisiert sind, dass sie mit unserer Kultur schlicht und ergreifend nicht kompatibel sind. Der Islamismus passt nicht zu Deutschland. Diese Leute wollen wir hier nicht haben.
Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, gehen Sie raus in die Lande, machen Sie es mit einem kurzen, knappen Slogan, kommt immer gut an bei den Leuten. Die Alternative für Deutschland ist die einzige politische Kraft, die Deutschland wieder sicher macht. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.